Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus Mk4 2019. Im heutigen Video geht es um den Wechsel auf ein Notrad, beziehungsweise wie man eigentlich mit dem Wagenheber genau umgeht. Ein Wechsel des Rades ist ja Standard, muss ich euch nicht zeigen, aber zumindest mal möchte ich euch zeigen, wie man mit dem Wagenheber umgeht. Das ist ja wieder so eine eigene Konstruktion, zumindest mal ganz anders, als es in meinem Ford Focus Mk1 war. Und ja, bevor man dann vielleicht im Regen, im Kalten und im Regen, eine ganz blöde Kombination da auf der Autobahn, Landstraße irgendwo liegen bleibt und dann zuerst mal schauen muss, wie funktioniert das Ganze, möchte ich euch das Ganze jetzt mal ganz kurz und schnell mal zeigen. Ja, als erstes zuerst mal meine Matte, die ich mir besorgt habe, um den Kofferraum zu schützen. Die holt man raus, verlinke ich euch hier oben in der Infokarte. Habe ich ja mal ein Video darüber gemacht, falls euch die Matte interessiert. Danach den Boden aufmachen, dieses Styropor-Ding rausnehmen und dann kann man ganz einfach mit einer Hand diesen Verschluss, diesen Haltemechanismus da einfach aufdrehen, zur Seite legen. Danach kann man das Ersatzrad oder Notrad einfach hochheben und darunter befindet sich halt der Wagenheber. Der Wagenheber ist nochmal gesondert gesichert, sprich auch hier ganz einfach diesen länglichen Bolzen da einfach rausdrehen und schon hat man den Wagenheber in der Hand. Schauen wir uns jetzt mal den Wagenheber genauer an. Also wir haben hier den Wagenheber inklusive Abschleppöse. Die Abschleppöse können wir rausmachen. Danach ist dieses ganze Konstrukt relativ fest. Das müssen wir zuerst mal lockern, damit wir den Schlüssel, der sich hier nahtlos in das ganze Design hier einschmiedet, abmachen können. Dazu lockern wir auf der rechten Seite mit der Hand einfach gegen den Uhrzeigersinn die Schraube und schon können wir das Ganze halt abmachen. Das ist halt der ganze Schlüssel inklusive der Nuss. Dieser Nuss, zeige ich euch, passt sowohl auf den Wagenheber, aber natürlich auch auf die Radmuttern, die wir haben, um das Rad halt zu lösen. Wie ihr seht, passt ideal drauf. Man kann es abmachen. Ich zeige euch natürlich jetzt nicht, wie man das Rad wechseln, das ist selbstverständlich. Macht das Ganze wieder fest. Und jetzt widmen wir uns dem eigentlichen Wagenheber nochmal. Ja, der Wagenheber, wie ihr seht, der ist noch ausgefahren. Den müssen wir zuerst mal einfahren. Das können wir entweder mit der Hand machen oder halt mit diesem zur Verfügung stehenden Schlüssel, den wir da jetzt haben. Mit der Hand geht es auch ganz einfach und ganz schnell. Danach unter das Auto schauen. Dort gibt es eine Markierung, wo man den Wagenheber ansetzt. Für vorne sowie auch für hinten. Der passt eigentlich nur an einer Stelle. Genau an dieser Stelle ist nämlich auch das Plastik ausgeschnitten. Ansonsten, wenn ihr an eine andere Stelle geht, merkt ihr direkt, dann würde das Plastik eingedrückt werden. Da seid ihr falsch. Also dort, wo das Plastik ausgeschnitten ist, dort den Wagenheber ansetzen, mit der Hand nochmal hochschrauben, dass er halt oben anliegt und dann könnt ihr mit dem Wagenheber euer Auto halt hochheben. Ist das Ganze erledigt, dann in umgekehrter Reihenfolge nochmal zurück. Also Wagenheber komplett runterfahren, zusammenklappen, unterm Auto hervorziehen und danach müssen wir nochmal unseren Schlüssel zuerst mal zusammenlegen, dass er wieder kompakt und schön klein ist. Und wenn das der Fall ist, dann können wir nochmal den Wagenheber auch mit der Hand einfach aufdrehen, so lange, bis ungefähr die Größe von dem Schlüssel erreicht ist. Der Schlüssel wird oben eingehangen und muss dann da unten arretiert werden. Das passiert dadurch, indem man den entsprechend da reinklipst und dann nochmal weiter den Wagenheber aufmacht. Dann dehnt sich das Ganze und dann ist er arretiert und fest. Ja, dann geht es ab wieder in den Kofferraum, Wagenheber reinlegen, dann mit diesem langen Bolzen nochmal zudrehen, auch mit der Hand und dann mit der zur Verfügung stehenden Plastikmutter, die da so aufgesetzt ist, oder Plastikflügel, das Ganze nochmal festmachen. Danach kommt der Ersatzreifen wieder drauf. Dann nochmal diese Sicherung, die ihr auch locker flockig da einfach drüber stülpen könnt und zudrehen könnt. Und dann zum Schluss nochmal das Styropor-Ding einfach nur als Abschluss. Wie ihr seht, ich habe um den Reifen noch ein paar andere Sachen liegen. Verbandskasten, eine Zange, Sonstiges, einfach um den Platz halt noch irgendwie sinnvoll zu nutzen. Und ja, nicht jeder hat ein Not- oder Ersatzrad, muss ich auch dabei sagen. Kommt natürlich auf eure Konfiguration an, auf eure Ausstattung. Habt ihr zum Beispiel ein B&O-System verbaut,
befindet sich dort, wo das Ersatzrad ist, dann der Subwoofer für den entsprechenden Bass und Klang. Ja, das war's zum Not- und Ersatzrad. Ganz kurzes Video. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen damit helfen, um nicht unbedingt bei Regen oder Schnee und Kälte irgendwie draußen zuerst mal probieren zu müssen und dann rausfinden zu müssen, wie funktioniert das Ganze überhaupt. Ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer habt einen schönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!